Eines der meistverkauften Fahrzeuge, ja, ich hätte fast gesagt in der VW-Bus-Range, aber das hier ist nochmal eine ganz eigene Klasse, denn man kriegt unglaublich viel Fahrzeug fürs Geld. Wir sind in einem Nutzfahrzeugcenter von Ford. Wo sind wir ganz genau? In der Zentralgarage in Dillingen, in der Konrad-Adenauer 6. Ja, dein Name ist Matthias Seim, du arbeitest schon länger hier. Genau, komme jetzt ins zweite Jahr und genau. Was spricht denn für die Zentralgarage in Dillingen jetzt mal so als Arbeitgeber? Du bist ja recht zufrieden. Auf jeden Fall, also ich sag mal so, was sehr interessant ist, sag ich mal, wir haben hier einen sehr guten Service halt für die Kunden, was auch das Arbeiten für uns als Verkäufer leichter macht, weil man sich auf die Werkstatt verlassen kann. Ihr habt unglaublich gute Servicetechniker, die also Fehler schnell erkennen und auch beheben können. Die Fahrzeuge sollen ja auf der Straße bleiben und nicht in der Werkstatt. Ganz genau richtig. Wir sind halt immer sehr bemüht, halt die Fahrzeuge so schnell es geht halt nochmal auf die Straße zu bringen, dass der Kunde da keine großen Wartezeiten hat. Ja, das ist der Custom. Es gibt verschiedene Modelle. Custom Next größer wäre dann der Transit. Das ist auch das Modelljahr 2020. Genau, richtig. Mit Facelift. Und dann gibt es auch noch ein bisschen kleiner, das ist der Connect. Da gibt es jeweils einzelne Videos. Sucht die Videos ruhig mal bei YouTube. Könnt ihr ja Zentralgarage Dillingen, Kurier, Connect, Custom oder Transit eingeben. Dann findet ihr die Videos dazu. Ja, das ist schon ein relativ großes Arbeitstier. Größe ungefähr so ein Bus. Er ist knapp unter 2 Meter hoch. Ich komme in jede Tiefgarage. Genau, richtig. In dieser Variante, wie jetzt hier steht, ist er halt unter den also knapp 2 Meter groß. Da ist es gar kein Problem. Gibt da auch wiederum verschiedene Varianten. Wie man jetzt hier sieht, ist das die Variante L1H1. Das heißt die Länge 1 und die Höhe 1. Gibt es auch wiederum dann in der Variante L2. Der ist dann nochmal 40 cm länger. Und es gibt halt nochmal die Möglichkeit, in die Höhe zu gehen. Das ist nochmal knapp 20 cm, wo es dann nach oben geht. 25 cm, Entschuldigung. 25 cm Höhe. Alles sind Schiebetüren. Hinten kann ich komplett öffnen, wenn du mal so lieb bist, hinten mal aufmachst. Ja, denn das Wichtigste natürlich bei den Fahrzeugen sind 2 Dinge. Es ist ein LKW, den ich mit dem Pkw-Führerschein fahren kann. Ganz genau. Bis 3,5 Tonnen, geht das? Ist richtig, ja genau, geht, funktioniert. So, ich habe eine Ladetrennwand. Das macht ihn sehr, sehr leise, was also vorne das Führerhaus angeht. Zusätzlich bin ich dann auch noch geschützt. Und ich habe einen Vorteil, ich habe keine 1% Versteuerung. Das heißt also, als echter LKW bin ich da raus. Ganz genau richtig. Also das heißt, das Fahrzeug kann man in dem Sinne ohne 1% anschaffen. Heißt, auch wenn man Privatfahrten hat, fallen die halt nirgendwo drunter. Denn ich fahre ja auch mit dem LKW rum, muss man fairerweise sagen. Also wer das dann tut, der weiß ja, was er hat. Ja, so ist es. Wenn du so lieb bist, mal links aufmachst, können wir mal gucken, denn man kann das hier nochmal komplett öffnen. Das Ganze ist sehr, sehr robust. Die Fahrzeuge sind wirklich langlebig. Ihr habt Fahrzeuge, die sind 10, 15 Jahre alt. Ja, die werden bei euch servitiert, die laufen immer noch. Ganz genau richtig. Ich hatte letztes Mal noch einen Bericht gesehen zum Beispiel. Da war es dann auch ein Transit Custom, beziehungsweise vorher hieß er Transit nur. Und der hat jetzt die 1 Million Kilometer geknackt. Echt? Genau, ja. Da sind gute Dieselmotoren drin, alles mit natürlich AdBlue-Technik, neueste Abgasnormen, die sind sauber. Genau, richtig. Alles Euro 6 Temp, heißt, da gibt es keine Probleme mit den Fahrzeugen. Wir haben verschiedene Motorisierungen auch für die Fahrzeuge. Das fängt bei dem Modell jetzt an bei 105 PS, geht über 130 zu 170 PS und es gibt auch noch die 185 PS bei dem Modell. Ja, ich kann hier unglaublich gut verzonen, aber es gibt unglaublich viel Zubehör. Das heißt, ihr habt ganz viele Zubehörlieferanten, die haben sich darauf spezialisiert. Zum Beispiel Sortimo ist, glaube ich, einer, den es gibt, ja, aber es gibt noch weitere. Genau, da gibt es verschiedene. Es gibt zum Beispiel die Firma Wirth, es gibt die Firma Tekra, Sortimo. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, die wir dem Kunden dann anbieten können, in Form von Regalsystemen beispielsweise oder verschiedene Umbauten halt. Prima, wenn du mal kurz die Tür öffnest. Die ist von der Seite auch komplett öffnbar. Das heißt, ich kann auch ganz bequem hier an Sachen, die jetzt zum Beispiel hinten ist jetzt voll, da kann ich von der Seite auch nochmal einladen. Und die Tür öffnet natürlich als Schiebetür sehr platzsparend. Genau, richtig. Also zumal man auch die Möglichkeit hat, wir haben sie jetzt hier auf der rechten Seite, die Tür, gibt es auch die Möglichkeit, die auf der linken Tür zu verbauen. Beide? Auf beiden Seiten, genau, richtig. Und es gibt auch die Möglichkeit mit einer Scheibe nochmal drin. Dann, was vielleicht auch noch ganz interessant ist für Kunden, die auch mal was Längeres transportieren möchten, wir können hier nochmal hochklappen. Haben dann nochmal eine Durchreiche unter den Beifahrersitz, wo man auch noch zusätzlich eine Möglichkeit hat, zum Beispiel vom Inneren des Fahrzeugs, den Sitz hochzuklappen und wo man nochmal Sachen verstauen kann auch. Okay, ich kann durchladen dann, das heißt, genau, ich habe hier die Möglichkeit, so Stangen zum Beispiel oder irgendwelche, so ich sag mal Träger, genau, Kupferrohre, die kann ich einfach durchladen. Drüben kann ich sogar nochmal aufmachen, wenn du mal kurz hier aufmachst. Da gibt es ein Fach vorne, das kann ich öffnen, dann kann ich bis ganz durchladen, richtig? Genau, richtig. Also zum einen fängt es hier an.
ist eine Ablagemöglichkeit für den Kunden, für Getränkehalter oder zum Beispiel fürs Tablet. Und eine andere Möglichkeit ist halt, jetzt hier nochmal unter den Sitz drunter. Um halt dann nochmal Geheimfach. Genau, richtig. Wie gesagt, wenn der Kunde zum Beispiel mal einen Laptop dabei hat oder irgendwas von was man auch nicht sehen soll, ja. Genau, dass es irgendwie rumliegt. Man guckt rein, hat ein leeres Auto. Cockpit ist PKW ähnlich, oder? Genau, wie gesagt, also von den Möglichkeiten her hat man sehr viele Möglichkeiten, wie beim PKW auch. Man sitzt sehr angenehm im Fahrzeug, man sitzt sehr hoch. Hat der mal 3 Sitze oder kriege ich ihn auch mit 2? Den gibt es auch als Doppelsitzer, also mit 2 Sitzen. Gut, 3 ist natürlich praktisch, kann ich ihn so noch mitnehmen. Oder ich könnte mit 3 Handwerkern fahren, zeitgleich, das wird auch oft gemacht. Genau, richtig. Also 3 Fahrer haben Platz. Es gibt zum Beispiel auch die Möglichkeit als Doppelkabine. Dann hat man für 6 Mitarbeiter Platz. Das kommt halt natürlich ganz darauf an, was dem Kunden halt wichtiger ist, sage ich mal. Der Transport der Mitarbeiter in Bezug mit der Ladung, sage ich mal halt. Oder halt, wenn wirklich das Thema Ladung sehr wichtig ist, kann man halt die Variante wählen, dass man mehr Platz für die Ladung hat. Ich höre so ein bisschen raus, man kann damit viele Sachen transportieren, aber ich kann auch damit zur Baustelle fahren. Genau, richtig. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Den gibt es zum Beispiel auch als Pkw-Variante. Das heißt, beziehungsweise als Kombi. Dann gibt es den als 9-Sitzer. Ja. Als 9-Sitzer. Genau, richtig. Als reines. Genau, ich glaube, es ist das Maximale, was geht. Ja, mit dem normalen Pkw-Führerschein sind 9 Leute. Genau, richtig. Prima. Ja, toll. Ich zeige das mal ganz kurz nochmal. Also das ist er. Der Custom. Ja, man kennt ihn auch noch. Gibt es als Wohnmobil, gibt es als unglaublich viele Varianten. Das ist jetzt mal hier einer zum Transportieren. Mit Lederlenkrad natürlich mit dabei. Und auf Wunsch auch mit ganz vielen Fahrerassistenzsystemen. Man kann ihn, glaube ich, voll machen. Oft sind es die Chefs, die dann die Autos voll machen, oder? Genau, richtig. Da gibt es zum Beispiel jetzt bei dem Modell gibt's eine Limited-Variante so genannt. Da hat man dann zum Beispiel schon mal Alufelgen drauf. Es ist ein Navi dabei. Also verschiedene Sachen, sag ich mal, gerade wo der Chef sich vielleicht dann nochmal von den Mitarbeitern etwas abheben möchte irgendwo. Da hat man schon viele Möglichkeiten. Ja, leider gibt es die Fahrzeuge nur in weiß. Nein, da gibt es ganz verschiedene Farben. War ein Scherz. Natürlich. Weil wir lauter Weiße haben. Genau. Oft werden sie weiß gekauft wegen der Beschriftung. Das ist recht universell beschriftbar dann. Genau, richtig. Also weiß ist halt, wie gesagt, wegen der Beschriftung zum einen einfacher. Aber wie gesagt, es kann halt sein, dass der Kunde halt, sag ich mal, eine gewisse Farbe für sich bevorzugt. Und dann ist es auch die Möglichkeit, die Farbe zu verwenden. Ich zeig's mal gerade da hinten. Das ist jetzt im Prinzip ein Modell vor dem Facelift. Der ist jetzt in Grau Metallic. Also da gibt es unglaublich viele schöne Farben. Da kann ich mir den schick machen und kann ihn auch ordentlich beschriften, sodass es ein echtes Schmuckstück wird. Genau, richtig. Wie gesagt, von den Farben her sind wir sehr, sehr flexibel. Alle Raltöne können wir dem Kunden bieten. Zum Beispiel auch Kommunalfarben, wenn das der Fall ist. Da können wir alles mitmachen. Da steht er, der Ford Custom. Ja, es gibt unglaublich viele verschiedene Ausführungen, aber er beginnt bereits ab 26.180 Euro als Listenpreis. Als Listenpreis zuzüglich Mehrwertsteuer. Da geht noch ein bisschen was, oder? Natürlich, klar. Da, wie gesagt, auch nochmal der Ford-Rabatt wird da gewährt. Da immer für mich der Tipp, für jeden Kunden einfach vorbeischauen, sich beraten lassen. Manchmal gibt es Aktionen, Tageszulassungen. Da ist immer was möglich natürlich. Ja, ich zeige mal gerade den wir jetzt gezeigt haben. Der kostet jetzt hier 28.870 Euro inklusive Mehrwertsteuer oder 24.261. Da sieht man ja schon den Rabatt. Also das heißt also, das hier ist jetzt schon für 24 plus Mehrwertsteuer zu haben. Guter Preis. Auf jeden Fall. Ich sag mal so, wenn man sich dann schaut, vergleichbare Modelle, was man dafür bezahlt, da denke ich, das ist schon ein sehr guter Preis, da das Fahrzeug auch schon sehr gut ausgestattet ist.